Hallo meine Freunde, hola Madridistas, man hat doch gleich viel bessere Laune nach einem Sieg von Real Madrid. Insbesondere, wenn der Sieg nach so einem tollen Spiel von unseren Jungs war. Aber uns Real Madrid-Fans ist es einfach nicht vergönnt, einfach mal rundum zufrieden zu sein. Es gibt immer einen kleinen Haken. In diesem Fall ist es leider die Verletzung von Trent Alexander-Arnold. Der Sieg in Bilbao kam uns teuer zu stehen. Der englische Nationalspieler hat sich schwerer verletzt als ohnehin schon angenommen. Er wird wochenlang ausfallen. Gegen wen er fehlt, was er genau hat, wie Real Madrid das ersetzen wird, das berichte ich euch natürlich in diesem Video. Ansonsten bringe ich euch auf den neuesten Stand rund um Real Madrid, auch um Real Madrid Castilla. Da habe ich auch eine interessante Nachricht für euch. Und zu guter Letzt habe ich beim Zusammenfassen der ganzen Informationen zwei besonders interessante Themen für euch herausgesucht. Auf der einen Seite kam aus Deutschland die Information, dass Nico Schlotterbeck mit einem Wechsel zu Real Madrid spekulieren würde. Was da der letzte Stand ist und meine Meinung natürlich in diesem Video. Und zu guter Letzt habe ich euch vor einigen Wochen gesagt, Real Madrid plant eine Meldung an die FIFA wegen dem ganzen Barcelona-Negreira-Schiedsrichterskandal. Da gibt es auch ein sehr interessantes Update. Also, viel Spaß beim Video. Bevor wir mit den Themen des heutigen Videos starten, habe ich ein Announcement in eigener Sache. Ich habe euch seit einer Woche angekündigt, dass ich in einem Livestream mit euch mir die Rede von Florentino Perez in der Jahreshauptversammlung anschauen möchte. Ich habe die komplett für euch übersetzt. 33 Minuten für die Geschichte. Und ich finde, das passt so ein bisschen zu dem Video von heute. Heute Abend ab circa 21 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, werde ich diesen Livestream machen. Ich hoffe, viele von euch begleiten mich. So eine Stunde circa möchte ich heute Abend online sein, mit euch ein bisschen quatschen und uns die Rede von unserem Präsidenten anhören. Ja, also merkt euch das heute Abend vor, 21 Uhr. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir mit Thema Nummer 1. Starten wir mit Real Madrid Castilla. Die Mannschaft von Álvaro Arbeloa. Und letztens hatten sie zeitgleich mit dem tollen Sieg von Real Madrid in Bilbao, hatten sie ihr Spiel in der Premier League International Cup in Everton. Und die Jungs von Álvaro Arbeloa haben bunt durchrotiert und trotzdem mehr als souverän mit 2:0 bei Everton gewonnen. Zweifacher Torschütze Paul Fortuny macht den Deckel drauf und Real Madrid setzt sich an die Tabellenspitze nach 3 Spielen mit 7 Punkten. Wobei man da auch fairerweise sagen muss, es gibt nicht viele Mannschaften, die schon 3 Spiele haben. Mal schauen, wie es aussieht, wenn alle die gleiche Anzahl an Spielen haben. Trotzdem sehr gute Performance von diesen Jungs, die es ja noch gar nicht gewohnt sind, international zu spielen oder zweimal die Woche. Dafür machen die das verdammt gut. Also da gibt es einige Talente, die wir Madridistas in den nächsten Jahren im Auge behalten sollten. Ja, kommen wir von den Junioren zu den Senioren und fangen wir mal einfach damit an, dass ihr jetzt hier die 5 Nominierten sind für den Spieler des Monats November bei Real Madrid. Wie ihr seht, Thibaut Courtois, wen wundert's, Eder Militao, Arda Güler, Vini Junior und Kylian Mbappé. Und ich glaube, die einfachste aller Lösungen wäre wahrscheinlich Kylian Mbappé. Der trifft wie der wild. Ich glaube, der war die letzten 2 Monate hier schon Spieler des Monats, wenn ich mich nicht täusche. Ja, auf jeden Fall frage ich mich, bin ich ganz ehrlich, ob vielleicht nicht auch ein Eder Militao das verdient hätte, der gute Leistung gebracht hat. Ein Courtois, naja, ich könnte mir auch einen Arda oder einen Vini vorstellen. Lasst mir mal eure Meinung, wer eurer Spieler des Monats für den Monat November ist, lese ich mir dann gerne durch. Ja, ein Spieler, der nicht nominiert ist für den Spieler November, und das wundert mich auch nicht, weil er da noch keine guten Leistungen gebracht hat, ist Trent Alexander-Arnold. Der englische Nationalspieler, der seit er bei Liverpool nach Madrid gewechselt ist, gefühlt noch nicht so richtig angekommen war. Die Spiele waren immer okay, aber auf keinen Fall auf dem Niveau der Spiele, die er bei Liverpool geleistet hat im Laufe der letzten Jahre. Und ausgerechnet in Bilbao
wo er zum ersten Mal ein wirklich rundes Spiel macht, sehr involviert ist, nach hinten stark gegen Nico Williams, ich war sehr überrascht, aber nach vorne auch entscheidend. Seine Seitenverlagerungen haben uns ständig aus dem Pressing von Bilbao gerettet. Er war wie gesagt ein kleiner Spielgestalter von der rechten Verteidigerposition. Es war wirklich ein tolles Spiel des Engländers und ich war sehr happy und dachte, meine Güte, da ist er ja endlich. Ja, und zack, dann die Verletzung, das Horrorszenario. Er musste ausgewechselt werden, fasst sich an den linken Oberschenkel. Ich habe euch gesagt, sobald Real Madrid einen offiziellen medizinischen Bericht hat, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Lesen wir uns den durch. Trents medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Trent Alexander-Arnold eine Muskelverletzung in Musculus rectus femoris im linken Oberschenkel diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Ja, das ist der Quadrizepsmuskel, so nennt er sich, im linken Oberschenkel. Und das Problem ist, er wird, und das ist das, was uns interessiert, wie die Verletzung am Ende heißt, wir sind alle keine Mediziner, also wenn doch, könnt ihr mir das gerne sagen, ich bin auf jeden Fall keiner, er wird 2 Monate ausfallen. 2 Monate! Den kompletten Dezember und den kompletten Januar. Und mal schauen, wie schnell er im Februar wieder da ist. Und das ausgerechnet jetzt, wo auch ein Dani Carvajal noch wochenlang ausfällt. Also, ich blende euch mal die Spiele ein, die er verpassen wird. Das ist natürlich jetzt am Wochenende gegen Celta Vigo bei unserer Rückkehr in Santiago Bernabéu. Dann natürlich auch das Champions League-Spiel gegen Manchester City. Da hätten wir den so gebraucht. Aber es geht auch weiter. Er wird in Alavés fehlen. Zu Hause gegen Sevilla, gegen Betis. Das Supercup-Halbfinale gegen Atletico Madrid. Sollten wir uns dann hoffentlich durchsetzen, fehlt er dann natürlich auch im Finale. Sehr wahrscheinlich gegen Barcelona oder Atletico Bilbao, aber sehr wahrscheinlich Barcelona. Dann gegen Levante wird er fehlen, dann gegen Monaco in der Champions League, gegen Villarreal, gegen Benfica. Also den gesamten Rest der Champions League Gruppenphase wird er fehlen. Und dann vielleicht gegen Rayo Vallecano wieder am Start sein. Also, absolute Horrordiagnose. Ausgerechnet jetzt, wo auch Dani Carvajal fehlt. Ausgerechnet jetzt, wo er endlich in die Spur kam, fällt Trent Alexander-Arnold mindestens 2 Monate aus. Ja, wer ihn ersetzen könnte, ich glaube, der Erste, der uns alle in den Kopf kommt, ist natürlich ein Fede Valverde, der da gute Leistung gebracht hat. Auch ein Raúl Asensio, wobei ich ein Asensio für mich als rechten Verteidiger nicht sehe. Das ist meine persönliche Einschätzung. Da sehe ich sogar eher einen Eder Militao als rechten Verteidiger, weil der auch ein bisschen Offensivdrang hat. Raúl Asensio ist nach hinten eine Macht, aber nach vorne ist er schon limitiert. Deshalb sehe ich ihn nicht als rechten Verteidiger. Also die Wahl Nummer 1 ist natürlich Fede Valverde. Aber laut AS könnte ein Xabi Alonso auch bei Real Madrid Castilla nachschauen. Keine Sorge, den ganzen Artikel brauchen wir uns nicht durchlesen. Aber in der Überschrift steht: Arbeloas Außenverteidiger eilen Xabi in Abwesenheit von Carvajal und Trent zur Hilfe. Real Madrid Castilla kann auf einen formstarken David Jiménez und den kürzlich genesenen Jesus Fortea zählen. Xabi Alonso hat bereits in dieser Saison Interesse an Jiménez bekundet. Ja, David Jiménez ist so ein bisschen die Überraschung von Real Madrid Castilla. Alle haben gesagt, Jesus Fortea wird unangefochten Stammspieler. Aber Jiménez spielt zum einen eine gute Saison und Fortea hatte Verletzungspech, wie sich das für Verteidiger von Real Madrid gehört. Also, was wir da für einen Fluch haben, kann mir kein Mensch erklären. Wie dem auch sei, David Jiménez und Jesus Fortea könnten nominiert sein. Vielleicht schafft ja der ein oder andere in kleineren Spielen einen Einsatz. Würde mich für die Jungs freuen. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, und von einem Verteidiger von Real Madrid kommen wir jetzt zu einem anderen. Naja, noch ist er nicht Verteidiger von Real Madrid. Aber wenn man auf Sky Sport News hört und auch sieht, was die geschrieben haben, könnte Nico Schlotterbeck, der deutsche Nationalspieler, dessen Vertrag Ende nächsten Sommers ausläuft, ein Auge auf Real Madrid geworfen haben. Hören wir uns mal an, was die Jungs von Sky Sports gesagt haben. Ja, wir haben die Anzeigetafel hier auch mal eingeblendet. Wir sehen da auch 3 Clublogos, die natürlich eine Rolle spielen. Aber bevor wir darüber weitersprechen, erstmal der Kollege Patrick Berger ausführlich vom Gleis 9 3/4. Beim BVB sind sie hochsensibel, was die Personalie Nico Schlotterbeck angeht und werden immer nervöser. Die Sorge, dass er wirklich den Verein verlässt und die
Verlängerung ausschlägt, die wächst. So Spiele wie jetzt im Pokal, das Aus gegen Leverkusen, das trägt jetzt natürlich alles nicht dazu bei, dass Schlotterbeck jetzt zwingend sagt, ich gehe den Weg weiter mit dem BVB, auch wenn er sich grundsätzlich im Verein ziemlich wohlfühlt. Der BVB ist bereit, das jüngste Angebot noch mal zu verbessern, noch mal nachzulegen. Schlotterbeck geht es aber vielmehr nicht ums Geld, sondern, das haben wir schon mal betont, um die klare Perspektive. Er zögert, er wartet mit seiner Entscheidung. Wir hören aus dem direkten familiären Umfeld, dass auch die Bayern weiterhin ein Thema für den Spieler sind. Ebenfalls das Ausland, Real Madrid, da könnte sich ebenfalls ein Türchen öffnen. Ja, der typische Vertragspoker, den man so kennt. Also, Nico Schlotterbeck soll sich entscheiden müssen zwischen mehr oder weniger 3 Mannschaften. Erst einmal der Verbleib bei Borussia Dortmund. Da ist er anscheinend ein bisschen unzufrieden, weil er jetzt 4 Jahre da ist und noch keinen Titel gewonnen hat. Und Nico Schlotterbeck möchte sportlichen Erfolg. Und da ist natürlich die erste Adresse in Deutschland die Bayern. Aber auch die Bayern haben jetzt nicht Nico Schlotterbeck an Priorität. Die wollen erstmal mit Upamecano verlängern. Sollte Upamecano gehen, ist Schlotterbeck natürlich einer der Hauptkandidaten für die Bayern. Deutscher Nationalspieler, 1,91 Meter, 26 Jahre alt, linker Fuß. Also das ist ein Innenverteidiger, nachdem sich die ganze Fußballwelt die Finger schlägt. Ja, und da kommt natürlich auch Real Madrid ins Spiel. Meine Meinung zu dem ganzen Transfer. Ich finde Nico Schlotterbeck einen unglaublichen Fußballer. Ich glaube, das ist der ideale Fußballer für das System Xabi Alonso. Wie gesagt, die Voraussetzungen, die körperlichen hat er. Dazu noch ein Linksfuß. Also ein Linksfuß als linken Innenverteidiger ist quasi unbezahlbar heutzutage im Fußball. Viele Innenverteidiger oder viele Trainer lieben das, wobei Dienhausen das mit seinem linken Fuß auch schon sehr gut regelt. Ja, und vor allem die größte Stärke von Nico Schlotterbeck ist der Spielaufbau. Also genau das, was ein Xabi Alonso sehen möchte. Dazu in der Luft stark, am Boden stark, eine gute Mentalität. Ich bin schon seit Jahren ein großer Fan von Schlotterbeck. Wenn er verletzungsfrei bleibt, einer der besten Innenverteidiger auf jeden Fall Deutschlands, deshalb ja auch Nationalspieler, aber auch Europas. Ich blende euch auch mal ein bisschen die Statistik ein von ihm. Der bringt konstant gute Leistungen, vor allem auch gegen die großen Mannschaften, gegen Bayern. Habt ihr da gesehen, seine beste Performance. Also, ich fände das interessant. Allerdings glaube ich, Real Madrid wäre eher interessiert, wenn Borussia Dortmund das macht, was sie schon so ein bisschen angedroht haben. Denn sollte Schlotterbeck nicht verlängern, kann sich ein Borussia Dortmund auch vorstellen, mit ihm ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Das Ganze haben sie damals auch bei einem Robert Lewandowski gemacht. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Borussia Dortmund scheint so zu kalkulieren, wenn man sich mit Schlotterbeck für die Champions League qualifiziert und in Europa weit kommt, ist das mehr oder weniger genauso viel wert, wie wenn man den ein Jahr vorher verkauft. Also sollte Schlotterbeck sein Vertrag auslaufen, 2027 bei Borussia Dortmund, kann ich mir sehr vorstellen, dass Real Madrid interessiert wäre an so einem Innenverteidiger. Ob sie jetzt ein Jahr vor Vertragsende eine große Ablöse zahlen, weiß ich nicht. Es kommt vielleicht auch darauf an, wie geht die Zukunft mit dem Rüdiger weiter, geht die Zukunft mit dem David Alaba weiter. Ich meine, auf der einen Seite würde es ja passen. Ein deutschsprachiger, linksfüßiger Innenverteidiger David Alaba geht und ein deutschsprachiger, linksfüßiger Innenverteidiger Schlotterbeck kommt. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Mir ist aufgefallen, diese Kombination Real Madrid und Borussia Dortmund-Fans gibt es relativ häufig bei mir auf dem Kanal. Bin ich mal gespannt, was eure Kombination ist. Könnt ihr mir auch mal gerne in den Kommentaren lassen. Bin ich mal gespannt, wie viele Madrid- und Dortmund-Fans es gibt. Na, bin ich gespannt. Ich lese mir die Kommentare durch. Ja, und zu guter Letzt habt viele von euch mich gefragt, wie sieht eigentlich der Fall Negreira? Passiert da irgendwas? Und ja, das Gerichtsverfahren läuft. Joan Laporta muss jetzt bald aussagen. Bin ich gespannt, ob er sich selber um Hals und Kragen redet oder ob er zugibt, was der FC Barcelona damals gemacht hat. Aber Real Madrid hält die Füße nicht still. In Europa, bei der UEFA, da hat Real Madrid leider kein gutes Standbein, spätestens seit der Super League nicht. Dazu wissen wir, dass ein Joan Laporta und Ceferin und Al-Khelaifi, dass die da ihr Geklüngel, dass die sich da sehr gut verstehen. Also da hat Real Madrid absolut nichts zu suchen, Gott sei Dank auch. Aber Real Madrid hat durchaus gute Verbindungen mit der FIFA. Ich glaube, Florentino Perez und Infanito haben mehr oder weniger langsam zueinander gefunden und Real Madrid hat einen Bericht angekündigt gehabt, indem sie der FIFA zeigen, wie diese Jahre unter Negreira gelaufen sind. Ja, und dazu gibt es eine neue Information. Hören wir uns die zusammen einmal an. Wir sprechen nämlich über den Bericht von Real Madrid. Ihr wisst ja bereits, dass Madrid besonders wütend ist.
exklusiv. Und sich auch der Anklage angeschlossen hat, gegen Negreira und Barça wegen der Zahlungen über 17 Jahre an den Vizepräsidenten der Schiedsrichter. Madrid bereitet seit einiger Zeit einen Bericht vor, der zusammenfasst, wie das Schiedsrichterwesen in Spanien in den gut 17 Jahren war, in denen Negreira der Vizepräsident der Schiedsrichter war. Und außerdem hat Madrid die Jahre danach hinzugefügt, in denen Negreira, obwohl nicht mehr im Amt, das Kollektiv Leute beibehalten hat, die schon damals da waren und dass sich das System daher nicht geändert, verbessert oder variiert hat, nicht wahr? Und dieser Bericht ist fast fertig, fast fertig. Infantino, der FIFA-Präsident, weiß, dass er ihn sehr bald erhalten wird. Er ist informiert. Ein Bericht mit Videos, allen Arten von Dokumenten, um zu beweisen, dass Madrid 20 Jahre lang, mehr als 20 Jahre lang, in der spanischen Liga benachteiligt wurde. Wohin das führen wird, wir werden sehen. Aber ein spektakulärer, brutaler Bericht, an dem Madrid seit vielen Monaten arbeitet, um ihn der FIFA vorzulegen. Und er ist fast abgeschlossen. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, wie die Reaktion der FIFA ausfällt, was die Dokumentation, die Videos und was Real Madrid beisteuert, beinhaltet. Aber wie gesagt, der Bericht ist fast abgeschlossen und wird der FIFA in den nächsten Tagen übergeben. Ja, auch wenn ich kein großer Fan bin von El Chiringuito, haben sie nun mal durch ihre Größe meistens die besten Informationen. Manchmal ist es natürlich auch absoluter Quatsch, aber in diesem Fall wurde das auch schon bestätigt. Real Madrid steht kurz davor, einen Monsterbericht, den sie monatelang vorbereitet haben, an die FIFA zu schicken. Und eine Sache möchte ich nochmal klarstellen, weil hier und da werde ich bestimmt irgendwo lesen, wenn Madrid das macht, oh, die heulen rum, etc. Jeder hat über die Schiedsrichter zu meckern. Aber wir reden hier nicht über Meckerei, über Schiedsrichterleistung. Wir reden hier über sportliche Korruption. Das hatte der Richter im Fall Negreira gesagt. Wir reden hier darüber, dass ein Verein dem Vizepräsidenten der Schiedsrichter über 17 Jahre über 8 Millionen Euro bezahlt hat und bis heute nicht erklären kann, wofür diese Zahlungen waren. Und dass Schiedsrichter spektakulären Karrieren gemacht haben unter diesem Vizepräsidenten und diese Schiedsrichter bis heute pfeifen. Eine Sache ist mir aufgefallen, seit Real Madrid dieses Announcement gemacht hat, diese Ansage, dass sie an die FIFA einen Bericht schreiben werden, haben sich die Schiedsrichterleistungen ein bisschen geändert. Welch Wunder, ein bisschen positiver. Die Gegner dürfen Vini nicht mehr ohne Ball treten, da gibt es auch mal eine rote Karte oder eine gelb-rote. Ja, bin ich mal gespannt. Anscheinend haben die Schiedsrichter Respekt vor der FIFA. Bin ich gespannt, was die FIFA da machen kann. Hoffentlich kommen die Gerichte und die FIFA zu einem gerechten Urteil. Ja, ihr wolltet Neuigkeiten im Fall Negreira, ihr habt sie bekommen. Lasst mir eure Meinung dazu und zum gesamten Video bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, lasst ein Like da, teilt dieses Video und wenn ihr noch kein Follow da gelassen habt, gönnt doch, kostet nichts, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns heute Abend wieder, ich freue mich drauf, spätestens morgen wieder. Bis dahin. ¡A la Madrid!